Heute testen wir einen Shifter aus dem Hause SHH. Wie sich dieser preisgünstige Shifter schlägt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. SHH hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters und ich erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Lieferumfang. Der SHH Nude Shifter kostet derzeit Stand Ende 2021 98 € und ist über die Homepage des Anbieters bestellbar. Im Lieferumfang mit bei ist der Shifter mit der gewählten Montageoption, eine Abdeckung im Haarschaltungsstil und ein 1,8 Meter langes USB-Kabel. Zusätzlich wird ein kurzer und langer Schaltknauf für den Haarschaltungs- und den sequentiellen Schaltmodus mitgeliefert. Der Shifter ist in Schwarz, Rot, Weiß und Grau erhältlich. Ein Custom-Logo kostet 10 € Aufpreis, ein eigener Schriftzug kommt auf 6 €. Die sequentielle Abdeckungsplatte kostet 11 € und ist in diversen Ausführungen erhältlich. In Sachen Befestigung reichen die Preise von 3 € für einen einfachen Befestigungs- bzw. Montagewinkel bis zu 13 € für die Tischklemme, wenn man diese zusätzlich ordern möchte. Im Basispreis sind aber bereits einige Montageoptionen inkludiert, wie in meinem Fall das 4x6 Lochbild für die Befestigung des Shifters von der Unterseite. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 2, die Kompatibilität. Der SHH-Shifter kann wie erwähnt über diverse Montageoptionen an Rigs oder am Tisch betrieben werden. Hinsichtlich der Plattform ist der SHH-Shifter für die Nutzung am PC vorgesehen und wird via USB-Kabel am PC angeschlossen. Bitte gebt mir Rückmeldung in den Kommentaren, wenn ihr diesen Shifter auf Konsole via DriveHub im Betrieb habt, ob dies reibungslos funktioniert. Kapitel Nummer 3, die Ausstattung und die technischen Details. Der SHH-Shifter bringt ca. 500 Gramm auf die Waage und misst etwa 10 x 10 cm. Die Gesamthöhe inklusive Schaltknauf beträgt ca. 27 cm. Der Kraftaufwand für die Schaltauslösung ist im sequentiellen Modus variabel einstellbar und beträgt zwischen 3 bis 5 Kilogramm. Wir werden uns den Shifter am besten live ansehen und alles durchsprechen. Viel Spaß damit! Lasst uns den Shifter live betrachten. Ich habe hier das Modell mit dem Bottom Mount, das heißt 4x Befestigung von unten. Ihr könnt zwischen 4x Befestigung von unten oder 2x Befestigung von unten wählen. Ihr seht hier relativ gut diese eingepressten Muttern in diese 3D-Druckkonstruktion, über die ihr dann mit den M6 Schrauben, die sind beigelegt, mit den Beilagscheiben, euren Shifter hier von unten, vom Bottom, an euer Rig verschrauben könnt. Frontseitig habt ihr dieses Logo eingefasst in 3D-Druck, SHH-Shifter, der Nude Schriftzug und rechtsseitig davon seht ihr hier eingelassen den USB-Steckplatz zum Anschluss des USB-Kabels und daneben den Umschalter zwischen sequentiellen Modus nach rechts oder den Haarschaltungsmodus nach links. Bei den beiden Schaltknöpfen handelt es sich um den kürzeren, den ich hier eben montiert habe. Der eignet sich gut für den Haarschaltungsmodus. Ihr könnt diesen sehr einfach abnehmen, schraubt diesen herunter, nehmt diesen ab und das wäre jetzt der passende Schaltknauf für den sequentiellen Modus.
Ihr könnt diese Deckplatte dann wechseln für den sequentiellen Modus. Da habt ihr diese beiden Halbschalen, so würde ich das bezeichnen, und könnt diese dann montieren, um optional eben sequenziell unterwegs sein zu können, um genau geführt zu sein und nicht nach seitlich zu rutschen, wie dies eben im Haarschaltungsmodus der Fall sein kann oder soll. Hierzu ganz einfach die Schrauben lösen. 4-mal. Das ist ein 2,5er Inbus. Beachtet immer, wenn ihr bei dem Shifter etwas verstellt, etwas befestigt, geht hier vorsichtig zu Werke. Das ist keine Vollmetallkonstruktion. Einfach leicht, handfest anziehen. Das genügt für die Stabilität. Ihr habt hier an diesen Positionen keine Kräfte drauf. Das sind nur reine Haltefunktionen der Schrauben. Und damit ihr eben diese Platte abnehmen könnt, muss natürlich euer Schaltknauf zuvor runter. Und jetzt könnt ihr diese Platte ausfehlen. Wo haben wir das? Genau. Zum Vorschein kommt dann dieser in Vollmetall gehaltene Schalthebel. Ihr habt hier seitlich Madenschrauben eingelassen, 1-mal, 2-mal, 3-mal und auf dieser Seite 4-mal. Diese könnt ihr mit dem beigelegten Inbusschlüssel verstellen, um die Höhe eures Schaltknaufs dann anzupassen. Entsprechend des Hebelgesetzes seid ihr maximal weit oben, so wie bei mir jetzt eben der Fall. Habt ihr eine geringere Kraft, die bei euch am Schaltknauf ankommt, setzt ihr diesen tiefer nach unten, dann werdet ihr mit einem höheren Kraftaufkommen rechnen können, wenn ihr eben diesen Schaltknauf betätigt. Diese Madenschrauben sind relativ klein gehalten. Passt bitte auf, dass ihr diese nicht zu fest anzieht und nicht überdreht. Und so könnt ihr über diese Schrauben jetzt die Höhe variieren. Klarerweise seid ihr limitiert mit der Tiefe des Schaltknaufs. Tiefer als so bekommt ihr nicht hin. Beziehungsweise bei dem langen sequentiellen, da geht es ein Stück weit noch nach unten. Sehen wir uns die Teile genauer an. Ihr seht hier aus Aluminium so ein Gewindeteil mit einer schönen Bohrung, die eingelassenen Madenschrauben. Das ist sehr sauber gefertigte CNC-Arbeit. Wie eben erwähnt, der Schalthebel aus Vollmetall. Und wenn wir da nach innen blicken, habt ihr so ein Adapterstück, das ist ein 3D-Druck. Und dann diese Schrauben hier 1-mal und 2-mal, mit denen ihr den Schaltwiderstand verstellen könnt. Bei meinem Fall, ich habe jetzt diese Schrauben, ich hoffe ich bekomme das auf die Cam, maximal hineingedreht. Diese Schrauben drücken dann diese Platte, die wiederum auf diese Feder drückt, auf der Innenseite nach unten. Und je weiter diese Platte nach unten gedrückt wird auf diese Feder, umso größer wird der Schaltwiderstand. Ich habe euch das rausgemessen. Im sequentiellen Modus unterscheidet sich dies in maximal nach unten gedrücktem Zustand auf gute 5 Kilo Schaltauslösewiderstand. Und wenn ich jetzt die Schrauben nach oben drehe und diese Feder somit entlaste, dann liegen ungefähr um die 3 Kilogramm an. Das ist ein deutlicher Unterschied, den ihr variieren könnt, eben mit dieser Höhe, inwieweit ihr die Schrauben reindreht. Ein kleiner Tipp: Dreht die Schrauben bitte nicht nur einseitig, sonst habt ihr eine verkeilte Halteplatte, sondern gleichmäßig in beide Richtungen. Das ist eine dicke Beilagscheibe, nichts anderes, um diese parallel zur Feder hin zu verstellen, damit sich hier nichts verkeilt. Noch weiter ins Innenleben geblickt. Ich kann euch nicht viel erzählen, außer ihr habt hier so eine aus 3D-Druck konstruierte Aufnahme des Schalthebels. Ich sehe diese Feder, die ist ordentlich eingeschmiert. Das sehe ich hier. Dann habt ihr solche entsprechenden Halteplatten. Und hier habt ihr Elektronik verbaut mit diesem kleinen Molex-Stecker an der Unterseite, der hier nach unten führt und euch diese Modi umschalten lässt bzw. zum USB-Anschluss führt. Da unten drinnen in dunkelgrün, da sehe ich so eine kleine Platine noch verbaut auf der Unterseite. Und viel mehr kann ich euch jetzt nicht sagen, da müsste ich den Shifter komplett auseinandernehmen. Was ich natürlich nicht möchte, weil ich möchte dieses Ding noch längerfristig für euch testen. Wenn ihr den Shifter jetzt umschalten wollt, wie erwähnt, vom Haarschaltungsmodus auf den sequentiellen Modus, dann heißt es, diesen zu drücken und um 90 Grad zu verdrehen.
Jetzt aktiv in meinen Haarschaltungsmodus, wie eben gezeigt. Möchte ich in den sequentiellen Modus umschalten, dann drückst du den Shifter nach unten auf Anschlag, relativ kräftig, und drehst ihn um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Jetzt bist du im Haarschaltungsmodus unterwegs und hast hier ein super knackiges Haarschaltungsshifter-Gefühl. Mache eines jetzt nicht, betätige den Shifter, wenn er im sequentiellen Modus ist, in Richtung Haarschaltungspositionen. Ihr seht, das ist hier gesperrt, und wenn ihr hier mit Gewalt gegendrückt, dann könntet ihr den Shifter beschädigen. Zurück in den Haarschaltungsmodus, das gleiche wieder umgekehrt, etwas nach unten drücken, gegen den Uhrzeigersinn 90 Grad, geht der Shifter wieder eine Etage nach oben und ihr seid wieder im Haarschaltungsmodus unterwegs. Wenn ihr jetzt im sequentiellen Modus unterwegs seid, dann könnt ihr diese Platten eben anbringen, damit der Shifter noch besser geführt ist. Das Ganze sieht auch etwas stylischer aus. Was ihr nicht machen könnt, ist, dass ihr diese Seite jetzt einfach umdreht, um dieses schwarze Design zu haben. Denn dieser Shifter ist auch in diese Richtung ebenso nicht symmetrisch. Sieht man auf den ersten Blick nicht, aber seht ihr dann, wenn ihr versucht, diese Platten hier anzubringen, da seht ihr, die passen nicht rein, weil dieser Shifter nach oben hin etwas auseinander geht. Zum Schluss des Live-Überblicks schauen wir uns das Ding noch in der Nahaufnahme an. Ihr seht, ihr habt ein relativ kräftig ausgeführtes 3D-Druckgehäuse. Das hat relativ große Wandstärken, ihr könnt auch hier nichts zusammendrücken. Dieses Gehäuse ist mit hohen Randstärken, das ist 3 mm Wandstärke versehen. Da könnt ihr selbst bei 3D-Druck mit der Hand hier nichts verbiegen. Das hält relativ fest. Der dicke, ausgeführte Aufnahmepositionen, die sind ordentlich ausgeführt. Die üblich raue Fläche vom 3D-Druck, das wisst ihr, das sind diese Filamentlayer, diese Filamentschichten, die hier übereinander aufgeschichtet werden und so eben dieses Gehäuse, diese Form ergeben. Was können wir noch sagen? Die Schriftzüge sind sauber eingearbeitet, ebenso dieses Emblem. Hier so ein Design, so ein Rillendesign an der Seite. Von unten ist der Shifter relativ clean, sehr glatt, mit so einer eigenen Abdeckung. Und oberseitig, wie erwähnt, viel mehr vom Innenleben kann ich euch jetzt nicht berichten, ohne dieses Ding komplett zu zerlegen. Zurück von der Live-Betrachtung. Das Funktionsprinzip basiert zusammengefasst auf einem magnetischen Auslöseprinzip, bei dem die 4 magnetischen Plättchen bei Annäherung an die Platine die jeweilige Schaltposition berührungslos rückmelden. Durch Drücken und 90 Grad Drehung wird der Shifter zwischen den Etagen für die Haarschaltungs- und den sequentiellen Modus umgestellt. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 4, Materialqualität und die Verarbeitung. Das SHH-Gehäuse und die Schaltknäufe kommen aus dem 3D-Drucker. Das Schaltgestänge und für die Schaltmechanik relevante Bauteile sind aus Metall. Außenseitig fühlt sich das Gehäuse 3D-typisch rau durch die übereinander gelegten Schichten, die Layer des 3D-Druckes an. Die Schaltknäufe aus Kunststoff sind sehr glatt, sehr sauber verarbeitet. Die silberfärbige Applikation der Abdeckung ist aufgeklebt und sehr zweckmäßig angebracht. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Optik. Der SHH-Shifter wirkt in meiner Farbkombination dezent und unauffällig. Frontseitig ist das Markenlogo angebracht und darunter ist der Schriftzug eingelassen. Rückseitig ist ein vertikales Rippendesign eingebracht und rechtsseitig findet sich der USB-Anschluss sowie der Umschalter zwischen sequentiellen und Haarschaltungsmodus wieder. Das Gehäuse ist optisch als 3D-Druck identifizierbar und somit optisch gesehen wie immer natürlich Geschmackssache. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Akustik. Das Schaltgeräusch ist sehr dezent und mit rund um die 70 Dezibel in unmittelbarer Entfernung wohnzimmertauglich. Am Schaltgeräusch merkt man, dass es sich nicht um eine Schaltgasse aus Metall handelt, sondern im Innenleben Kunststoff zum Einsatz kommt. Somit ist kein metallisches Klackern wie bei anderen Modellen hörbar. Das Geräusch ist als dumpf und zurückhaltend zu bezeichnen. Unser Hauptkapitel Nummer 7, die Rennstreckentests. In diesem Review betreibe ich den SHH-Shifter an einem Next Level Racing Wheelstand 2.0. Das 4-Lochbild passt out of the box für die Montage von unten. Ich bin am PC mit Assetto Corsa unterwegs und verwende eine Thrustmaster TGT Wheelbase samt Fanatec Wheel Mod. Die Gänge rasten im Haarschaltungsmodus gut ein und sind relativ einfach durch die Schaltgasse zu führen.
Das Feedback zur neutralen Schaltstellung in der Mitte ist spürbar. Die Federkraft ist in meinen Augen passend gewählt. Im sequentiellen Modus ist der variabel einstellbare Kraftaufwand gut zu unterscheiden. Am Ende des Hebels bleibt ausreichend Kraft übrig, um ein solides Schaltfeedback zu bekommen. Die Erreichbarkeit ist durch die Höhe des Gehäuses ergonomisch gegeben. In Sachen Schaltfeedback würde ich den SHH-Shifter als zweckmäßig einstufen und so kommen wir auf die Zielgerade. Die negativen, neutralen und positiven Aspekte, sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 8: Negative Aspekte. Haptisch betrachtet hinterlässt das 3D-gedruckte Gehäuse ein unbefriedigendes Feedback. Dies ist klarerweise dem Preis geschuldet, aber nicht mit hochwertigerem Kunststoff aus Spritzguss und schon gar nicht mit einem Metallgehäuse vergleichbar. Die aufgeklebte silberfärbige Applikation wirft in meinem Fall Blasen. Hierbei rate ich zu der cleanen Ausführung ohne Aufkleber zu greifen, dies sieht einfach wertiger aus. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9: Neutrale Aspekte. Schaltfeedback, Schaltgeräusch und die Bedienung ordne ich den neutralen Aspekten zu. Ihr dürft euch bei einem Shifter dieser Preisklasse absolut keine Wunder erwarten. Im Gegenzug fühlt sich aber der Schaltvorgang auch nicht zu billig an. Kapitel Nummer 10: Die positiven Aspekte. Großes Plus des SHH-Shifters ist die Preisgestaltung. Mit knapp 100 € deckt der SHH-Shifter sowohl sequentielle als auch Haarschaltungsansprüche ab. Dies ist in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit. Weiters leistet sich der SHH-Shifter keine großen Fehler und dies führt zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Dimensionierung des Gehäuses und Länge des Schalthebels sind in meinen Augen sehr gut gewählt und somit ergonomisch gut bedienbar. Eine optionale Individualisierung ist ebenso als Pluspunkt zu werten. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 11, dem Fazit und der Kaufempfehlung. Wenn du mit einem Shifter beide Modi abdecken willst, dann kann ich eine Kaufempfehlung für den SHH-Shifter aussprechen, wenn dein Budget begrenzt ist. Im Hinterkopf musst du aber behalten, dass du um knapp 100 € keinen High-End-Shifter erwerben kannst, egal von welchem Anbieter. Wenn du mit knapp 100 € budgetierst, dann bekommst du mit dem SHH-Shifter ein zweckmäßiges Schaltgefühl ins Haus geliefert, das auf der Rennstrecke funktioniert und seinen Job macht. Mehr kann und muss ein Shifter dieser Preisklasse nicht bieten. Die optional erhältliche Abdeckplatte für den sequentiellen Modus empfehle ich auf alle Fälle, wenn du den SHH-Shifter auch sequentiell betreiben musst, um gut in der Schaltgasse geführt zu sein. Weiter geht's mit einem spannenden Ausblick. In den nächsten Wochen werde ich einiges von Thrustmaster für euch reviewen. Und ich stelle euch eine Möglichkeit vor, wie ihr ein Fanatec Wheel an einer Thrustmaster Wheelbase betreiben könnt. Zusätzlich gibt's einige Reviews zu Anfragen aus der Community, wie die Wandmontage von Wheels und anderen Dingen. Weiters werde ich eine Möglichkeit von Lovely Stickers vorstellen, wie ihr eure Lenkräder, eure Wheelbases in entsprechenden Designs mit Aufklebern anpassen könnt. Das soll's nun gewesen sein. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Ron.